Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich euch ein Rezept für eine Aprikosentat bzw. einen Aprikosenkuchen mit Mürbeteig, Pudding und Crème fraîche. Die Zutatenliste findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und wie das Ganze zubereitet wird, das zeige ich euch jetzt im Video. Als erstes solltet ihr die Aprikosen aus der Dose in ein Sieb umfüllen, damit die Flüssigkeit schon mal abtropfen kann. Dann könnt ihr auch schon den Mürbeteig zubereiten. Dafür braucht ihr zunächst 200 Gramm Mehl, 80 Gramm Puderzucker, ein Esslöffel Vanillezucker, eine Prise Salz, ein Teelöffel Zitronenabrieb und 25 Gramm gemahlene Mandeln. Vermischt die trockenen Zutaten nun gründlich miteinander und fügt dann 120 Gramm zimmerwarme Butter hinzu. Jetzt müsst ihr die Butter so in die Mehlmischung einarbeiten, dass eine feinbröselige, sandige Masse entsteht. Ich habe hierfür einen Rührlöffel verwendet, wer möchte, kann das aber auch mit den Händen oder in der Küchenmaschine machen. Zum Schluss gebt ihr noch ein mittelgroßes Ei hinzu und verrührt die Zutaten zu einem homogenen Teig. Anders als im Zitronentat-Video, wo ich denselben Teig erst gekühlt und dann ausgerollt habe, fülle ich den Teig hier sofort in die Tatform und verstreiche ihn mit einem Teigspatel gleichmäßig dick bis an den Rand. Dann zerknülle ich ein großes Stück Backpapier, falte es wieder auseinander und lege es auf den Mürbeteig. Falls nötig, könnt ihr nun durch das Backpapier hindurch nochmal die Oberfläche des Teigbodens glätten und Unebenheiten ausgleichen. Damit der Teigboden seine Form behält und beim Backen nicht zusammenfällt, beschwere ich den Teig noch mit Backkugeln. Statt Backkugeln könnt ihr aber auch Hülsenfrüchte verwenden. Stellt die Backform nun vor dem Blindbacken des Tatbodens in den Kühlschrank und lasst den Teig 30 bis 60 Minuten ruhen. Nach Ablauf der Kühlzeit heizt ihr den Backofen auf 190 Grad vor und backt den Teigboden darin ungefähr 10 bis 15 Minuten. Ich mache es jetzt so, dass ich die Backkugeln mit dem Backpapier vorsichtig entferne und den Tatboden in der Form lasse. Wenn ihr eine Backform ohne herausnehmbaren Boden benutzt, könnt ihr den Mürbeteigboden nach dem Abkühlen schon aus der Form nehmen. Als nächstes bereiten wir die Puddingcreme zu. Hierfür benötigt ihr insgesamt 300 ml Milch. Von dieser Milch gebt ihr 3 Esslöffel in eine kleine Schüssel. Die restliche Milch könnt ihr schon mal zum Aufkochen in eine Kasserole füllen. In die Schüssel geben wir jetzt noch 50 Gramm Zucker und ein Päckchen Puddingpulver zum Kochen hinein und verrühren die Zutaten zu einer glatten Masse. Ich habe hier Puddingpulver mit Vanillegeschmack genommen, wer möchte, kann aber auch Karamell- oder Mandelgeschmack nehmen. Jetzt kochen wir die restliche Milch, die wir in die Kasserole gefüllt haben, auf. Sobald die Milch aufkocht, reduzieren wir die Hitze, fügen das angerührte Puddingpulver hinzu und lassen den Pudding unter ständigem Rühren noch etwa 1 Minute köcheln. Den fertigen Pudding füllen wir zum Abkühlen in eine Schüssel und decken ihn mit Frischhaltefolie ab.
Damit sich auf dem Pudding keine Haut bildet, sollte die Folie direkt auf dem Pudding aufliegen. Dann verrühre ich einen Becher Creme Fraiche mit 50 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillinzucker. Statt Creme Fraiche könnt ihr aber auch Schmand oder Quark verwenden. Zu der Creme Fraiche füge ich nun den abgekühlten Pudding hinzu und verrühre beides gründlich miteinander. Die Vanillecreme fülle ich auf den vorgebackenen Tartboden und streiche sie glatt. Auf die Füllung verteile ich nun die abgetropften Aprikosen und backe die Tarte nochmal 20 bis 30 Minuten bei 190 Grad. Während der Kuchen abkühlt, verrühre ich 3 Esslöffel Aprikosenmarmelade mit 3 Esslöffel der abgetropften Flüssigkeit, koche sie unter Rühren kurz auf und verteile sie noch warm auf der Tarte. Die Marmelade dient dazu, den Aprikosengeschmack zu intensivieren, gibt der Oberfläche einen schönen Glanz und schützt die Tarte vor dem Austrocknen. Zum Schluss röste ich noch 25 Gramm gehackte Mandeln in einer Pfanne goldbraun und streue sie auf die noch nicht fest gewordene Marmelade. Die Tarte ist jetzt fertig und kann serviert werden. Um sie aus der Form zu nehmen, stelle ich die Tartform auf eine kleine Schüssel, so dass der Rand der Form nach unten rutscht. Den Boden der Tartform löse ich nun vorsichtig mit einem Messer vom Mürbeteigboden und schiebe die Tarte auf eine Platte. Guten Appetit! So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!